Hallo und herzlich willkommen zu unserem 16. Rennen. Heute fahren wir in Ungarn. Ich habe euch wie immer einmal hier gerade die Strecke eingeblendet. Wir wechseln gleich die Szene und schauen uns dann einmal an, wie ich das Ganze in der Formel 1 2020 auf der PlayStation einmal abfahre. Und dann gehen wir jetzt einmal kurz rüber. Und dann seht ihr hier einmal alles rot markiert. Wie sieht die Strecke aus? Ihr müsst, wenn ihr das oben gerade vergleicht, einmal so ein bisschen den Kopf drehen. Dann seht ihr, das ist gerade spiegelverkehrt. Aber das ist kein Problem. Ich ziehe euch die ganze Strecke jetzt einmal mit der roten Linie einmal live nach und ihr könnt oben verfolgen, wo wir gerade sind. Da geht es hier auf diese langen 3 Geraden. Da haben die vorderen Kugeln immer die längere Strecke, also sprich die langsamere Gerade, die man ja dort einbauen kann. Die hinteren können da gut aufholen, dann im Windschatten. Anschließend geht es hier in diesen Trichter hinein. Dort wird sich dann entscheiden, wer wird die besten Plätze haben, bevor es dann wieder in den Lift zurückgeht. Da haben wir hier diese links langgezogene Linkskurve, dann die Rechtskurve und anschließend jetzt hier einmal den Lift. Dann kommen die Kugeln wieder nach oben und dann geht es weiter in diese berühmte Schikane mit dieser ganz schnell und ganz langsamen Rechts-Links-Kombination. Und anschließend kommen diese langgezogenen Highspeed-Kurven von Ungarn. Hier einmal links, einmal rechts. Und wenn ihr jetzt mit der Linie die Strecke einmal auf der linken Seite verfolgt, seht ihr, dort kommt dann nochmal eine Weiche. Dort werden dann die erste und die dritte Kugel immer die Originalstrecke fahren, also sprich die etwas längere Strecke. Und die zweite und die vierte Kugel hat hier die Möglichkeit, ein bisschen aufzuholen und dann eben kurz vor Start und Ziel wieder dran zu sein, um dort dann möglichst im Trichter um die besten Plätze dann kämpfen zu können. So, dann lassen wir jetzt einmal hier die Strecke noch in die letzte Kurve zu Ende fahren und dann wechseln wir jetzt rüber zum Rennen. So, kurz zum Rennen. Wir fahren insgesamt 15 Runden heute. Lotus hat letzte Woche, also zu unserem Weihnachtsspecial in Silverstone, überraschend gewonnen. Zweiter wurde Mercedes, Red Bull wurde Dritter und Ferrari Vierter. Fahren 15 Runden und starten genau in dieser Reihenfolge. So, dann fangen wir mal an und schauen mal, wie das hier ausgeht. Mercedes kann sich direkt am Lotus vorbeisetzen. Dann schauen wir mal, wer zuerst in den Trichter kommt. Ihr seht schon, die hinteren Kugeln können hier gut vorbeiziehen. Red Bull kommt sogar richtig gut durch. Ist damit erster, Mercedes zweiter, Red Bull, Ferrari dritter. Und Lotus jetzt schon abgeschlagen auf dem letzten Platz. Also so ein schlechtes Omen von den letzten paar Rennen. Wir wollen es mal nicht hoffen. So, dann geht es weiter. Wir schauen mal, wer jetzt am besten durchkommt. Und zwar Red Bull bleibt vorne, Mercedes ist zweiter, Ferrari dritter, Lotus vierter. Das hat sich gar nichts an der Reihenfolge geändert. Ich habe euch jetzt vergessen, einmal gerade die Rundenzahl einzublenden. Wir gehen jetzt in Runde 3 und schauen mal, wie das weitergeht. Also hier mit der Verlängerung, ja, Mercedes ist jetzt ganz hinten dran, gehen sogar gemeinsam durch diesen Trenner da durch. Und Lotus kann sich jetzt auf den ersten Platz nach vorne arbeiten. Red Bull zweiter, ist alles gleich geblieben, nur dass Lotus eben schön nach vorne gekommen ist. Und dann sind wir mal gespannt. Es hat natürlich immer einen Vorteil, wenn man so, ja, zweiter Platz ist hier nicht schlecht. Guck mal da wird der Lotus sogar richtig aufgehalten. Der Ferrari schiebt ihn jetzt leicht an, aber dadurch hat natürlich Red Bull jetzt einen riesen Vorsprung. Ferrari braucht doch gerade auch richtig lange in diesem Trichter, hält er die anderen so ein bisschen auf und auch Lotus braucht richtig lang. Und dann gehen wir in die 5. Runde rein und Lotus ist zum Beispiel noch nicht mal im Trichter drin gewesen, da war Red Bull oben schon wieder raus. Hat hier echt einen Wahnsinnsvorsprung, müssen wir mal schauen, ob das wieder eingeholt wird. Aber der Lotus hier direkt am Mercedes dran, drängen sich wieder durch dieselbe Kurve durch. Lotus kann dadurch vorbeiziehen auf der langen Gerade am Mercedes und der ist jetzt letzter. Dann gehen wir in die 6. Runde rein. Ihr seht, das geht relativ schnell hier gerade. Und ich muss ein bisschen gucken, da ich euch das immer rechtzeitig eingeblendet bekomme. Jetzt wird aber der Red Bull so langsam eingeholt von dem Ferrari, der reinkommt. Jetzt haben wir so, ich wollte gerade sagen Zweiergruppen, aber kurz danach braucht der Ferrari wieder ewig, bis er mal in den Trichter reinkommt. Und damit hat sich die ganze Sache erstmal wieder erledigt. Jetzt sind wir bei der Halbzeit. Red Bull, wie gesagt, immer schon aus dem Trichter oben raus, bevor der letzte unten überhaupt drin ist. Aber Ferrari kommt jetzt richtig knapp ran. Und der Red Bull bleibt hängen im Trichter, könnt ihr das sehen? Wird jetzt vom Ferrari wieder angeschoben. Aber hat dadurch natürlich seinen gesamten Vorsprung eingebüßt. Die Reihenfolge bleibt genau gleich, aber Red Bull hat jetzt richtig Zeit verloren auf dem ersten Platz. Wir schauen mal, Ferrari konnte sich jetzt durchsetzen, aber der Red Bull kann direkt auf der Geraden wieder kontern und auch der Mercedes drängt sich jetzt richtig vorbei, ist sogar auf Platz 1 gelandet.
Lotus so ein ganz kleines bisschen abgeschlagen noch, aber nicht viel. Hinten dran, also ist noch alles offen, wie das ausgehen wird. Und Mercedes muss jetzt hier den längeren Weg nehmen, dadurch kann Red Bull vorbei. Lotus jetzt kurzzeitig Dritter gewesen, geht jetzt aber wieder auf den lang. Jetzt entscheidet sich da im Trichter, wer hier vorne ist. Und Lotus wenigstens jetzt wieder dicht hinter dem Mercedes dran. Dann gehen wir in Runde 10. Und schauen mal, Ferrari bettelt sich jetzt vorne mit Red Bull. Die können kurz überholen, aber Ferrari kann direkt auf der Langgeraden wieder kontern, ist zuerst in dem Trichter drin. Kann sich aber nicht durchsetzen, bleibt sogar hängen. Der Mercedes drängt sich noch leicht vorbei. Und Red Bull hat wieder so einen kleinen Vorsprung rausgearbeitet. Und das sind auch nur noch 5 Runden jetzt. Also Red Bull mit einem kleinen Vorsprung muss hier die längere Linie fahren, kann aber trotzdem vorne bleiben. Mercedes kann jetzt hier im Windschatten vorbeiziehen. Ferrari kann das genauso nutzen, zieht komplett vorbei. Von 4. Platz auf den 1., weil sie einfach im Trichter richtig gut durchgekommen sind. Und dann haben wir jetzt noch 4 Runden. Und Ferrari jetzt hier mit einem soliden Vorsprung bleibt sogar vor der Langgeraden vorne. Der Mercedes macht so den Fehler, dass er durch denselben Weg geht wie der Ferrari, kann deswegen nicht vorbeiziehen. Aber muss jetzt hier den Preis sein, indem sie einfach komplett letzter sind. Das sollte man nicht machen. Man sollte das schon ausnutzen, dass man da die schnellere Spuren fahren kann und da nicht zu dicht auffährt. Aber wir schauen mal, wie das Ganze ausgeht. Ferrari jetzt hier kommt gut durch. Lotus müsste einen längeren Weg nehmen, wird dadurch von dem Red Bull angeguckt. Mal gucken, wer zuerst durchkommt. Auf jeden Fall Red Bull. Sogar Lotus dort richtig lange hängen und Mercedes eigentlich auch. Und dann gehen wir in die vorletzte Runde. Jetzt hat sich das Feld ein bisschen auseinandergezogen. Mal gucken, ob es nochmal spannend wird auf den letzten paar Metern. Aber Ferrari hat hier schon einen sehr soliden Vorsprung. Und Red Bull muss jetzt hier die lange Strecke nehmen. Lotus und Mercedes sind so direkt hintereinander. Mercedes kommt als erstes durch von den beiden, ist jetzt Dritter. Lotus abgeschlagen auf Vierter. Ich glaube, das wird nichts mehr. Und dann gehen wir in die letzte Runde rein. Das sieht sehr gut aus für Ferrari. Ich glaube, das wird ein ganz souveräner Sieg am Ende. Ja, oder? Red Bull? Ich weiß nicht, wer wird siegen. Ferrari bleibt hängen, ist aber zuerst durch, kann dadurch nicht mehr eingeholt werden. Ferrari erster, Red Bull zweiter. Lotus kann noch am Mercedes vorbeiziehen und wird Dritter. Und dann blende ich euch einmal hier das Rennen aus. Und ihr könnt es oben sehen. Ferrari nochmal zusammengefasst. Erster, Red Bull ist zweiter, Lotus dritter und Mercedes vierter. Und dann schauen wir uns jetzt einmal das Leaderboard an, was dann jetzt bei uns bei der WM so passiert ist. Also Mercedes nimmt nur einen Punkt mit, nur noch 46 Punkte, also noch ein Punkt Vorsprung vor Red Bull. Die haben 3 Punkte geholt mit ihrem zweiten Platz. Ferrari holt richtig auf, holt mit 5 Punkten, ist jetzt punktgleich mit Red Bull auf dem zweiten Platz. Und Lotus holt aber mehr Punkte als Mercedes, immerhin 2 und hat jetzt 36 Punkte. So, das nächste Rennen, lasst mich mal kurz gucken, was ich da hinten aufgebaut habe. Das müsste, welche Strecke ist denn das? Ich muss ja nachher nochmal nachgucken. Ich glaube, das ist Belgien, was ich da aufgebaut habe. Doch, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es Belgien ist. Das wird als nächstes kommen. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Ihr könnt auch gerne subscriben, dann bekommt ihr immer mit, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ich ein nächstes Video hochlade. Und dann freue ich mich drauf und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch was. Macht's gut und wir sehen uns. Ciao.